Da kann ich auch von hier auf die Karte gucken. Geht das vielleicht, wenn ich jetzt hier bin? Ah, Shortcut 1. Okay. Einfach dem Weg folgen, dann über die Brücke. Gut. Ist sie versperrt? Nein. Oh, Vorsicht. Die sieht ja gut aus. Schlechte Idee. Fahr. Okay. Western Atimapek. Atimapek, wie das heißt. Uah, Vorsicht. Ach, Arzt. Wenn wir bald einen brauchen, wenn ich so weiterfahre. So. Wieder raus in die Kälte, leider. Da war es gerade so gelb. Wie gesagt, ist ja Beta. Preview, Beta. Also Bugs können auftauchen. Dr. Beauprés Cottage. Sein Name war Jeremiah Cottage. Nee, huch. Ach, das ist das Beta-Gebiet, ne? Kann das sein? Totleben. Achso, das geht gar nicht. Schade. Es ist Schluss. Gut. Ich dachte erst, es wäre ein Bug gewesen, aber gut. Na, was? Wir sind so mies. Oh, er ist auch nicht da, oder? Partie pour... There should be a law forbidding doctors from falling sick. Medical emergency in town. The doctor is sick. I'll be back soon. If he dies, I won't be returning. I have to replace him. Oh. Ist das jetzt so aus Spaß gemeint oder meint er das ernst? Wir nehmen das Holz mit, genau. Komm hier rein. In spite of Dr. Beaupré's goodwill, the place didn't look much like a physician's office. It could easily be mistaken for a sewing shop. Taschenlampe, so. Tja, aber wenn es der einzige Arzt hier ist, dann mussten die Leute mit ihm Vorlieb nehmen. Nichts von Nutzen für uns. Davon will der gute Mann ja nicht. Er hat offenbar nie Hunger, das ist ganz gut. Akten. Affliction unknown. Was? Quick Blade. James Bois. Achso. High fever followed by intense hypothermia. Temperature. Viel starkes Fieber. Force of Nature. Titan Skin. Tja. Sah wohl nicht gut für ihn aus. Für den guten Mann. Achso, next. Wie viel gibt's denn? Unserer. Sylvie Bedach. Das sind die ganzen Namen, die bei Ihnen auf... Patient confidentiality. Carl wouldn't be able to track down his client without unveiling secrets. Now he knew where to find Hamilton. Hardy can't be cured. Chronic foot pain. Can't walk long distances. Rich. Acum. Profession. Big shot. Schön. Was ist das? Doctors used light Ach, so ein reflecting Ding. frontal mirrors to look inside the patient's cavities. That was a bit unsettling. But back then, it was pretty much always the case with medicine. Ja, damals. The injured could be recognized by the large stains of red, an informal nickname given to Merbromen, smudged all over their injuries. Aspirin? Warum mitnehmen? The injured could be Ja, ist recognized gut. by the large stains of red, an informal nickname given to Merbromen, smudged all over their injuries. Ich habe das Brad verstanden, ne? Dr. Beaupré had done his medical studies quite far from here. He was surely one of the first students out of the new campus to settle on the mountainside. Tja, irgendeiner muss ja, ne? Nichts von Besonderheit. Ein paar Hüte, finde ich gut. Was war hier? A chamber pot. Ach so. Fortunately for Carl, inspecting it wouldn't further this particular investigation. Ein Nachttopf. Oh, ein wenig Wein. Various cheap wines. Schön. Billige Weine. Na? It couldn't get any more makeshift than this, Carl thought, astonished. Everything was improvised, including the examining table. Who could really lie on this and expect a happy ending? Tja. Muscular System.
Und ein Easter Egg vielleicht? Ne, schade. Was haben wir hier? For the Mundschutz? one-eyed, Ne, achso. or for Ja. other vision problems, the eye patch was the way to go. Carl got the trembles as he imagined the excruciating pain that kind of scalpel could no doubt inflict. Aua. Within these miserable walls, patients probably felt more like in a slaughterhouse than in a doctor's office. Bei den Sachen. Was haben wir denn hier? Was ist denn das überhaupt? Ach, Nadel und Faden. Irgendwas, was wir... Ne, aber nicht. Na gut. Radio out of batteries. Batterie haben wir auch nicht, nee. Könnten wir auch gar nicht. Wer ist das? Wer liegt da? Only a great misfortune could have pushed a man like Dr. Beaupré to isolate himself from the world, far up north and buried in snow. Tja. Vor allem am Hang können wir hier zum Beispiel nicht. Können wir nicht rein? Was? Gut, dann nicht. Was sind das denn für komische Hütten? Na gut, soviel zu Herrn Beaupré. So haben wir auch gemacht. Hamiltons Mansion. Wäre eine Idee. Achso. Ist so ungewöhnlich. Dass man die Türen so aufmacht. Was haben wir hier hinten? Also ja, so ein Ding natürlich. Zeitung oder irgendwas. Ah, guck mal hier. Kann man mich mitnehmen. Toll. Nee, ich will hier raus. Hilfe. So. Tür zu. Hat er alles seinen Gang. Oder auch nicht. Irgendwas von Wert. Oh, ein Klebeband. Wie nett. Was ist denn das hier? Ist das irgendwie so ein Schneeschutz oder eine große Hundehütte, die offen ist? Ich weiß es nicht. Ja, ich weiß es nicht. Na gut, so viel zu... Ach so. Das ist nur so ein anderer Ausgang. Okay. Tja, so zum Herrn Doktor. Auch nicht da. Was heißt in der Stadt? Welcher Stadt? Also offenbar... Wir waren ja noch nur in keiner Stadt. Stimmt ja auch wieder. War ja nur so ein... War ja keine wirkliche Stadt, wo wir waren. Das stimmt auch wieder. So, wo geht's denn jetzt hin? Zeig mal. Na, wir gucken mal, wo uns der... Wo wir so hingehen. So, Vorsicht. Ich habe gerade irgendwas angefahren. Ich will gar nicht wissen, was. Also hier ist der Schluss. Okay. Da war halt ein Schluss in der Beta. Oder weiß ich nicht, ob das jetzt Day One ist oder ob es die Preview ist oder ob es die Beta ist. Hoffentlich sind wir Vollkasko versichert. Man kann es nur hoffen. Und mit dieser Wackelbrücke hier, die so sehr sicher aussieht, da freue ich mich natürlich mal drauf. So. Zeig mal. Oha. Langsamer, langsamer. Fokussier dich. Hallo. So. Nein. Wir fahren einfach, gucken, wo wir hinkommen. So, hier war die Woods Cabin, ne? Hier war das so. Genau, das war wieder... Nee. Was ist das da? Ah, da geht's direkt zum See, okay. Das ist die Tankstelle, da runter. Wir können mal noch... Aber wenn wir jetzt zurückfahren, dann waren wir da eigentlich auch schon, oder? Ich weiß gar nicht. Also muss ich mal eben hier rum. So, dann muss ich mich hier lang. So. Aber wenn ich jetzt hier lang fahre, dann von da kommen wir doch eigentlich, oder? Aber war da auch was? Offenbar waren da noch ein paar Häuschen, die wir hätten mitnehmen können auf der Hinfahren schon, aber haben wir halt nicht, weil wir halt hingefahren sind. Na gut. So, wo ist das erste? Noch ein bisschen. Ist ein bisschen arg verschwommen, ne? Na gut. Kauft ja mal eine Brille, Mann! Ich sehe nichts. Ach, beim Briefkasten. Ja gut, das ist ja... Klar. Klar. Und bei wem sind wir jetzt hier gelandet? Bei welchem Haus? Von wem? Waren wir ja nicht gerade schon? Nee. Ich dachte schon. Es sah nämlich so aus.
Aber die haben alle den gleichen Aufgang, so ziemlich, deswegen sah es verwirrend aus. Uah. Und bestimmt ist auch hier niemand. Natürlich. Wieder hat es irgendwen erwischt. Hallo. The air was freezing, right down to the bone. Bevor wir zu ihm gehen, wie immer umschauen. Was Interessantes? Nein. Sieht nicht so aus. Können wir den vielleicht auftauen? So ein bisschen Wärme hier drin machen. Brot. Ich komme gleich zu dir. Looks like the holes in that puzzle are there to stay. Das fürchte ich. Ist der Ofen explodiert oder was? The pot was cold, and the stew inside wasn't cooked. It's likely that poor Giselle was slow cooking it before she got snapped. What a waste. Also er hat gerade lackiert. Gemalert. Lackiert. Das vielleicht auch. Müssen die alle immer so einen unheimlichen Häuser haben? What a mess. Clearly, there was some major revamping work underway here. The place looked barely habitable. Naja, gerade so, ja. Wirklich. Many boxes scattered about. Carl didn't need to summon his detective training to quickly figure that the Lachauses had just moved in. Harlequin Romance damals. Witzigerweise habe ich gerade gehört, der Erzähler ist auch Kanadier. Der hat about, also about gesagt. Und die Kanadier machen mal so ein O. Kein O, sondern ein O. So, naja. Ah, Mensch, Licht. Schön. Ich bin ein Freund von Licht. Na dann, Giselle, erzähl deine Geschichte. Carl deduced that the poor woman imprisoned in the ice was the wife of Gilles Lachance. Could cold alone do this? Das ist nicht anzunehmen, nein. Something was hidden under the stairs. The man grabbed his rifle. Carl felt a sense of dread in him. Etwas war unter der Treppe? Oder in... Wie... Wo? Was ist hier? Gilles Lachance changes hands. Store, along with several more infrastructures in the area, had been acquired by wealthy industrialist William J. Hamilton. Perhaps the village should be rechristened Hamilton. Ja, genau, da steht ja auch, dass es halt so übertragen wurde oder gekauft wurde. Mehr stand da auch nicht. Tja, also hier oben gibt es dann also nichts mehr. Nur noch Tod und Eis. Der hat ja blaue Augen. Perhaps their spousal relationship had been cooling down lately. Ah, noch so ein toller Witz. Er geht nach draußen. Carl sensed that the cold was beating a retreat, as if he was moving away from some kind of center of gravity. Da hängt schon mal nichts. Na, kaum bewohnt, ja. Oder kaum bewohnbar. Es hat nur wirklich sehr rudimentär. So, wie sieht's aus? Wessen Haus war das jetzt? Achso, das war natürlich Gilles Lachance. Okay, dann noch einen Place to be auf unserer Karte, nämlich das Haus von Hamilton selbst. So, gucken, wo wir lang müssen. Lass uns Auto setzen, das ist ja schon warm drin. So, Gang rein. Gucken wir mal. Gleich gegenüber. Müssen also zurück, okay. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ist das ja eigentlich, zählt das hier als Stadt, weil die so Häuser, oder als Dorf, oder weil die Häuser überall sind? Das weiß ich natürlich nicht. Das frage ich mich, weil überall sind halt Häuser, aber nie wirklich einheitlich. Uah, muss ich rum.
So. So. Also ich mag die Details wirklich sehr. Das ist echt cool gemacht. Das ist auch sehr kühl gemacht, weil es ist ja Kanada. Kanada? Ist das Kanada? Und in Kanada ist es ja kalt. Wow, FPS, brich nicht. Verlass mich nicht. Wie gesagt, Beta. Ich kann es nicht oft genug sagen, steht auch im Titel, aber hey. Eine Garage. Eislotz? Nein, ist auch mal schön. Le Taschenlampe. Was auch mal Taschenlampe auf Französisch heißt, das weiß ich gerade nämlich nicht. Torche. Nennen wir es Torche. A Birdcage. Ja, das habe ich auch gesehen. Vogelkäfig. Ein Besen. Achso, und natürlich, gut zusammengelegte Tücher. Oh, Benzin. Wozu wir das mal alles brauchen werden, frage ich mich. Achso, was drin, was wir vielleicht benutzen könnten. A true Catholic always strives to keep lowly temptations at bay. Obviously, Carl thought, someone in this house wasn't doing a good job at upholding the Holy Bible's teachings. A peculiar key indeed, too small to fit in a door lock. What sort of miniature object was it meant for? Vogelkäfig vielleicht? Aber war der zu? Wenn ja, wo zu öffnen? Ja, dachte ich mir nämlich auch. Ein kleiner Schlüssel. Ein kleiner Schlüssel. Hier vielleicht irgendwas noch hinten? Ne, nur Holzlatten. Ein Garten, offenbar kein Wintergarten. Wohlgemerkt. Können wir vielleicht von hier rein? Carl was no burglar. He didn't need to resort to petty techniques such as window breaking to find his way in. Oh. A good detective simply looks for keys where gullible souls hide them. Leichtgläubige Seelen, wie in so einem Blumenpott vielleicht oder unter einem Stein oder so. Das stelle ich mir jetzt so vor, unter Gullible Souls. Oder unter der Fußmatratze. Ach, wirklich? Fußmatte meine ich. Ha! Ich bin so gut. Christ's sake, yet another key hidden under a doormat. Tja. Nowadays, Carl found his job didn't present him with much of a challenge. Naja, ne? Hoppla. The house smelled like incense. The kind that reminds you of the good Lord, of peace. Kann man ein bisschen Licht machen. Ist ja eh nur für die Beta, das kann man immer verbrauchen. No loose change. Oh. Keine. Ach, gut. Licht. Wie sagt man denn? Religion was very influential throughout Quebec many years ago. Indeed, it was surprising that Carl did not come across a single chapel since arriving here. Stimmt. Kein Wechselgeld, so ist kein Wechselgeld in den Ritzen der Couch. Hallo? Nichts da? Gut. Was knarzt hier schon wieder? Das gefällt mir nicht. Muss ja nicht alles knarzen, das ist die Tür nach draußen, ne? Ja. Macht mal die Tür zu! Sieht! So. Le Kühlschrank. Le Fleisch. Nee, was heißt Fleisch? Irgendwas mit V. Glaube ich. Nee, oder Charcuterie. Was haben wir hier? Oh Gott, das ist ja klein geschrieben. La Cargo. Ich kann das echt nicht lesen. Kann ich jetzt nicht extra? Nee. Dummerweise nicht. Sieht der gut aus. Hallo? The family's mother must have spent her days washing the filth off her kids' diapers. The empty cradle sent an eerie feeling down Carl's spine. Ach, warum denn? Someone just grabbed the baby and made a run for it. Ja, wenn du gehen musst, musst du gehen. Ne? Licht. Ich mag Licht. Who knew that giraffes thrived in the North Pole? Ja, das kann durchaus sein. Toys was stupefying. Licht. Kein Licht. Na gut. Smile, smile, be happy, smile. Ach, hier.
Wirklich ein Tagebuch. Surely this Jean-Luc Bedard could lead Carl to Hamilton, a.k.a. Uncle Willie. Wir machen mal. Komm, ist ein Let's Test. Wer will, kann das überspringen, aber ich lese es mal gerne vor. Mary's Diary. August 17th. I have a diary, just like Mom. Unlike her, though, I don't wear a long face when writing, but I do love to write my mind. And about Martin most of all. I love talking about him. I think he loves me too. Just like Romeo and Juliet, people don't like it when I see him, only because he's a blaze. But just like in the story, nothing can stand in the way of true love. Aww. August 18th. I lost appetite. I can't sleep anymore. Every waking hour, intense shivers run through my body. Dad's making me see Dr. Beaupré, with his big hands touching me everywhere, his foul breath exhaling all over my face. Yuck. I'm not sick. I'm in love. I love Martin so much. There's nothing I like better than thinking about us playing together, like we always do. I wonder if he found the key I lost the other day. He was pretty sad when I did, because it's for his dad's garden shed and Martin was always been afraid of him. I think Martin's dad is a little bit like Dad's God. The key fell in the burrow next to the shed. Poor Martin, he cried like a baby, but I still love him. August 24th. Mom often cries when she feels lonely. I think there's no reason for her to cry. Mom can be stupid sometimes. Dad works a lot because of a wealthy English Canadian man buying everything. That's what notaries do. They make sure that people get what we're paying for, basically. It's complicated, but that's how Dad explained it to me. The rich guy doesn't look half as bad as Martin told me he was. When I saw him this morning at Dad's office, he told me, "Call me Uncle Willie." I found that pretty funny. Plus, she gave me candy. Ja, der böse Mann gibt dir Candy, klar. Okay, it was kind of old and dry, but still candy. I think Dad gets along with him well. Gets along well with Uncle Willie, because when he's with him, he laughs, and he laughs the same way he does with Father LaBelle. September 22nd. I had to gobble up Dr. Dupre's horrible medicine, because if I hadn't, I wouldn't have made it to Christmas, so he said. I haven't seen Martin in weeks, nor did I went to school for that matter. Dad has been praying by my bedside every morning for a while now, and at bedtime too. Today he went hunting with Uncle Willie, and he told me to ask God to bless him in my prayers. I think it has a lot to do with the medicine that only the richest of rich can afford. Dad told me he'd be praying for Uncle Willie until the day he dies, and that I should do the same. God, Father LaBelle, and now Uncle Willie. I wonder when Dad finds time to pray for Santa Claus. September 28th. How can Mom be so stupid? And she's getting fat too. She cries like a newborn puppy all the time. It's so annoying. I came across Martin today. He seemed pretty thin and maybe kind of dirty. He doesn't look as neat as presentable as Uncle Willie, that's for sure. Die wurden also nicht alle krank, aber irgendwie wurden doch ein paar krank, kann das sein? Der Doktor ist weg. Der Arzt ist ja krank geworden eigentlich vom Dorf. Ist schon komisch. Steht auch ein Tagebuch. Natürlich. Wisst ihr ja. The Dards had vacated the premises. Carl gathered they would be of no help. Hat es ja gerade aus dem Kopf gezogen. Schön. Natürlich ist man das auch. August 13th, 1970. Jean-Luc never had a knack for mathematics. Try as he might, he'll never realize that I simply cannot be father of a child I'm bearing. But how can I be sure? I have to keep this a secret, at least until the time is right, when it'll be safe. August 16th. Dr. Beaupré told me it would start to showing soon, but I couldn't keep it hidden forever. Gotta muster courage, he said, with his usual condescending tone. Courage to face what's coming, but when he doesn't get it all. For him, I just had some childish affair. He doesn't realize I brought eternal damnation upon myself. September 14th. Mary's very, very sick and Jean-Luc plunges into despair. I told him nothing about the evil growing inside me. Sometimes I get the feeling he can see right through me. Mary's suffering and I'm the one to blame. Oh Lord Almighty, why do children have to pay for their parents' sins? Was machst du da? Aus dem Kopf ziehen wieder? Ach, man ist es nicht. So, na gut, reicht auch.
So. Warum müssen Kinder mal für die Sünden ihrer Eltern bezahlen? So, das ist also Lost Woods. Well, the road is collapsed and there are 2 miles of frozen woods between me and Hamilton's residence. I could try to cross on foot, but that would be suicide. I should find a more convenient way of crossing the forest. Frozen wife. I found Guy Lachance's wife trapped in a glowing, unmeltable ice. What is happening around here? I'm used to strange phenomenon, but this is nonsense. Naja, Nonsense, weiß ich nicht. Aber ich glaube, wenn jetzt, wenn das Haus, wo wir eigentlich hin müssen, dürfen. Wir gucken, Moment, wir gucken mal ganz kurz. Erstmal ins Auto. So. Karte. Ganz unten ist auch noch ein Haus. Okay, dann fahren wir mal raus und ich würde sagen, da gehen wir noch hin. Und ich glaube, dann war es das auch soweit von diesem... Es soll ja nur ein Preview sein, soll ja nicht mehr sein. Natürlich machen wir dann später, wenn es rauskommt, nochmal ein Video oder mehr oder ein Let's Play. Weiß ich, wir müssen mal gucken, ob ich ein Let's Play dazu mache oder wie fahre ich auch richtig. Ja, oder ein Let's Test oder so. Wir müssen mal gucken, wie wir das am besten machen. Aber es macht bis jetzt schon mal einen sehr, 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 sehr guten Eindruck. Also, ich freue mich sehr, noch mehr davon zu sehen. Vor allem, wozu man das ganze Crafting braucht, diese ganzen, wann das Survival so richtig ins Spiel kommt. Das wird alles noch sehr interessant, glaube ich. So geht's ja auch rein? Ich hoffe. Ich fahre aber mal hier rein. Huch, Spiel. Wow, Vorsicht, Haus. Keiner gesehen. Ich bin irgendwo reingefahren. Nö. Ich bin immer vorsichtig. So, wessen Haus ist das hier jetzt? Also, eine Menschen ist es schon mal nicht. Das kannst du ja wissen. Klonk. Sogar offen, das ist ja... Was sagt man dazu? Carl felt right away he wouldn't find a soul in this house either. So langsam würde es eigentlich auch wundern, wenn hier jemand wäre. Mal Licht anmachen hier. Nimm mit, was du kriegen kannst. So. Flupp. Gucken, wessen Haus das hier ist und welche Geschichte hier erzählt wird. Es ist halt immer so, pro Haus wird immer so eine Art Geschichte erzählt. Auch hier mit diesem Zettel zum Beispiel. La Fantasme. Machien n'avait encore jamais... Ja, ich höre schon auf. The Fantasy. Ach, cool, ein Roman oder was? Ha, das war das. Also von jemandem geschrieben offenbar. The Fantasy, Page 1. Matthew had yet to add Murderer to his curriculum. He was fond of new experiences, especially the most thrilling ones, in taking the life of a flesh-and-bone individual who the night before was still able to think, dream, fantasize, calculate, read, had the promise of exhilarating sensations. Unlike Raskolnikov, it wasn't about axing an old Jewish hag to pieces to test some lunatic theory. Not at all. Matthew just wanted to know how it felt. It seemed so simple. Horribly simple. He didn't have any particular victim in mind. Like most people, his desires ran quite wildly, so he had only a vague idea of them in mind. He pondered using a rifle or a knife, assassinating a young girl and an old man. He tried to focus on practicability. His victim would have to be defenseless. Bodybuilding wasn't exactly Matthew's strong suit. He wouldn't have to act spontaneously, but not too much. He wasn't that eager to learn what spending the rest of his life in prison would be like. Some experiences carry just too high a cost to be worth, really. Wer da wohl einen Roman schreibt? Simone de Beauvoir, Claude Lévi-Strauss, Hannah Arendt, Roland Barthes. Carl was surprised by the literature filling his liberal-leaning bookcase. Could there really be intellectuals dwelling in this far-off land?
Kann doch sein. Die Frage ist, warum bist du keiner? Wenn du doch könntest. Ich persönlich komme leider viel zu selten zum Lesen, aber ich wünschte, ich könnte mehr lesen. Ah, keine Zeit. Ich wünsche, ich hätte Zeit dazu. Mehr Zeit. Also, zwei Ketchup-Flaschen. Orangensaft sehr viel. Ah, okay. Man lebt gesund in diesen Landen. The photograph was snapped not too far from here, Carl noticed. The couple seemed to be very good friends. Ach so. A picture of Wilfred in his youth. Carl figured right away that the man must have been some kind of wildlife officer. Ah, was denn hier? Aspirin, ich glaube. Also ich meine, noch geht's uns ja gut. Ne? Noch. Was hat denn noch einer? Page 2 vielleicht? Ja. It was around that time that Matthew met Beatrice. Of mediocre beauty at best, the girl with her distinctive features, cheeks covered with large pox-like freckles, Jew nose, oily forehead, tired but vibrant eyes, shaded red hair, slender as a child body, chirpy laugh, you name it, was the very image of innocence. That happened to be precisely the kind of victim Matthew was picturing in his mind, though. One night, as he was contemplating the ceiling from his bed, he swore to himself again and again, "I'll kill her." His dreams were later filled with images of the imminent crime. He had to come up with a simple enough plan. One fine evening, he would visit her place to become familiar with the area's intricacies, tolles Wort, and feel closer to the impending murder, to slowly dig into Beatrice's thoughts, desires, dreams, and abilities. This way, he would be able to get a concrete sense of what a sinister deed will be stripping away from the very fabric of life. The whole thing would take 2 days, a week at most. Der plant also einen Mord an einer unschuldigen Frau, um das mal probiert zu haben. Monopoly. Ah, ne, Kanopoly. Ach, Kôna. Anspielung. Easter Egg. Cool, ich freue mich. Aber es ist eine Geschichte, also es ist ein Roman, glaube ich. Also ist ja alles okay. Licht wäre schön. Ist hier kalt drin, oder was? Nö. Was? Kondition? Aber wäre eine Lichtschalter? No? Na gut. So, aber hier ist das Page 3 oder Page 4? Na. Page 3. Machen wir es. Ich finde das sehr gut. Das gefällt mir sehr, diese kleine Geschichte hier. Sie heißt auch die Fantasie, also, ne? The first time he met Beatrice, however, she unexpectedly revealed her troubled origins to Matthew. She was adopted at the age of 4, and recalling her former life still gave her a hard time. She played the piano so gracefully a manner that people often thought she may be the natural offspring of a musical virtuoso. She always cried before falling asleep, torn from the inside by a dreadful pain which she couldn't explain. She confided to him so profoundly that Matthew couldn't get enough, coming back every night to learn about every single thing of what would come out of that delicate mouth after pulling one last breath out of it. Every night he reflected on what the death of Beatrice would mean in his terms of losses to humanity's common heritage, be it the sound of her sobbing or of her piano melodies, the compulsive tapping of her long index finger on her temple when she harbored dark thoughts. Bitte wo? Or any other little thing, it didn't matter. Everything would indiscriminately vanish. Everything. All these thoughts made for some blissful slumbers indeed. Then days became weeks, and before he knew it, it was Matthew's turn to throw a secret at her, his hopes, his cries of despair, as of throwing coins into a wishing well. She'll be dead by the end of a month, he promised himself. Nicht raus haben! Da habe ich Windows-Taste. Habe ich nur an? Ich deaktiviere die gerade mal. So. Sieht man das eigentlich im Bild? Weiß ich auch nicht. Das Ende? A murderer's diary. Carl's detective training compelled him to write some excerpts down. What sort of monster could give life to such a bizarre tale? Page 4.
The two lovebirds were still going at the 7th month. Oh Gott, nochmal. Going at it 7 months later, though confiding fears and desires alike near the fireplace several days a week. The populace took notice, and wounding words eventually found their way to Matthew's ear, prompting him to take action to prove his gentlemanship. He had to ask Beatrice's hand in her marriage. He would have no more enough time to kill her later. Today, when Matthew stares at this motionless ceiling, just like he did 20 years ago, he still wonders what he would be removing from existence by slitting Beatrice's throat, what he would be depriving his children of. Then, as if soothed by his fantasy, he gently drifts off, smiling the night away. Okay. Die haben geheiratet. Die haben geheiratet? Und er hat sich umgebracht. Und er fragt sich dann, ja, was wäre denn gewesen, wenn... Es ist eine interessante Geschichte. Wer hat hier gewohnt eigentlich? Wer weiß. Na gut. Ich würde sagen, mit dieser Geschichte... Wir setzen uns mal ins Auto, ist ja kalt draußen. Moment. So. Mit dieser Geschichte endet unser Ausflug nach Kanada. Und das war noch nicht ganz Kôna Tag 1. Das war ja halt Kôna während Tag 1, aber nicht der ganze Tag 1. 4 Tage gibt es insgesamt, kommt später raus. In Q1 kommt das erste Kapitel, also Tag 1, raus. Und ich bin mir sicher, dass wir uns auf jeden Fall nochmal wiedersehen werden hier bei Kôna, wenn ihr wollt. Ich will auf jeden Fall. Ich bin sehr gespannt. Vielen Dank beim Zuschauen dieses Previews, was ein bisschen länger war, als ich dachte. Aber es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. Entweder bei Kôna, bei Firewatch, bei Stories, Path of Destinies, wo auch immer ihr wollt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Insofern noch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Und dann bis zum nächsten Mal. Euer Moritz. LP. Ich stecke, glaube ich, irgendwo fest. Das Auto fährt nicht mehr. Na gut. Perfekter Zeitpunkt aufzuhören. Also vielen Dank fürs Zusehen. Tolles Ende. Ich wollte eigentlich jetzt noch hinaus in den Schnee fahren und langsam ausblenden lassen. Und dann wäre alles schön gewesen. Aber nein, das Auto muss irgendwie feststecken. Wir haben kein Benzin mehr oder irgendwas. Wer weiß. Naja, vielen Dank fürs Zusehen. Und dann bis zum nächsten Mal, wenn ihr wollt, bei Kôna oder bei anderen Spielen. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns nochmal wiedersehen. Also, bis dann, euer Moritz LP. Tschüss.